Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Review auf diesem Kanal. Ich bin Laurin und im heutigen Video geht es um das Makita Akkugebläse DUB362, wobei der aktuellste Preis und täglich neue Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind. Los geht's nach dem Intro. Angefangen mit dem Design und der Verarbeitungsqualität macht das Akkugebläse meiner Meinung nach einen recht hochwertigen und robusten Eindruck, wobei durch die geschwungene Form bzw. die eingearbeiteten Kanten das Gerät letzten Endes sehr edel wirkt. Auf der rechten bzw. auf der linken Seite befindet sich hierbei der große typische Makita-Schriftzug, wobei das Typenschild auf der rechten Seite neben dem Handgriff angebracht ist. Die verwendeten Materialien belaufen sich hierbei lediglich auf robustem ABS-Kunststoff, was natürlich zum einen die Herstellungskosten und zum anderen das Gewicht des Geräts dementsprechend reduziert. Insgesamt 3,9 Kilogramm bringt das Gebläse inklusive 4 Ampere-Stunden Akkus auf die Waage, was meines Erachtens nach verhältnismäßig gut ist, da das Gerät zusätzlich noch durch einen Tragegurt, welcher in die dafür vorhergesehenen Ösen an beiden Enden eingeklickt und dadurch auf Dauer getragen werden kann. Der eigentliche Handgriff ist weiterhin sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite großzügig mit Gummi ummantelt, was natürlich zum einen für eine gute Rutschfestigkeit und zum anderen für ein gewisses Gefühl der Hochwertigkeit beim Anfassen sorgt. Durch die ergonomische Form liegt der Griff und somit auch das Akkugebläse gut in der Hand und lässt sich angenehm bewegen, wobei die 3 wichtigsten Bedienelemente ebenfalls gut erreicht werden können. Betrieben wird das Akkugebläse hierbei nicht durch einen normalen 18 Volt Akku, sondern wie man bereits auf den Seiten erkennen kann, durch insgesamt 2 18 Volt Akkus, welche sozusagen zu einem 36 Volt Akku zusammengeschlossen werden. Dies ermöglicht somit zum einen natürlich wesentlich mehr Power des Geräts und zum anderen ist dadurch auch die Akkukapazität, da 2 Akkus verwendet werden, ebenfalls höher im Vergleich zu einem einzelnen. Die beiden benötigten Lithium-Ionen-Akkus, welche man für den Betrieb des Akkugebläses zwangsläufig braucht, dürfen hierbei ausschließlich 18 Volt Akkus sein, sprich 14,4 oder niedriger funktionieren in diesem Fall nicht. Die Kapazität der Akkus hingegen spielt hierbei keine Rolle, wobei entweder beide Akkus die gleiche Kapazität bzw. eine unterschiedliche Kapazität besitzen können. Meiner Meinung nach ist es jedoch empfehlenswert, 18 Volt Akkus mit einer Kapazität von mindestens 3 Ampere-Stunden zu verwenden, da man sonst letzten Endes auch auf niedriger Stufe nicht allzu lange Spaß mit dem Gerät haben wird. Was meiner Meinung nach ebenfalls sehr praktisch ist, ist die Akkustands-LED-Anzeige, welche sich direkt unter dem Handgriff befindet und 2 LED-Segmentanzeigen mit jeweils 3 unterschiedlichen Stufen besitzt. Denn nachdem der Batterieknopf einmal gedrückt wurde, kann man an der LED-Anzeige den jeweiligen Akkustand der beiden Akkus halbwegs genau ablesen, um einzuschätzen, wie viel Energie das Gerät dann letzten Endes noch besitzt. Auf der Rückseite des Akkugebläses befindet sich dann natürlich der Ansaugschacht, wo die benötigte Luft durch den leistungsstarken Brushless-Motor angesaugt und auf der Vorderseite durch das verstellbare Teleskop-Blasrohr ausgegeben wird. Dieses ist wie bereits im letzten Video gezeigt komplett abnehmbar bzw. kann durch den Mechanismus in 3 unterschiedliche Positionen verstellt werden, um die Länge jeweils optimal einstellen zu können. Falls du dieses Video noch nicht gesehen haben solltest, kannst du das jetzt durch einen Klick rechts oben auf die Infokarte nachholen. Die beiden weiteren Einstellungsmöglichkeiten des Akkugebläses bestehen dabei aus einem auf der Oberseite angebrachten Verstellrad, auf der die aktuelle Leistungsstufe von 1 bis 6 angegeben wird. Dieses ist meiner Meinung nach ebenfalls sehr gut angebracht, da während des Haltens mit dem Daumen die Leistung und somit die unterschiedlichen Geschwindigkeiten bzw. Luftvolumen eingestellt werden können. Durch die darunterliegende Drehzahlregulierung, welche mit dem Zeigefinger stufenlos bedient und ebenfalls durch den darüberliegenden Knopf für ein dauerhaftes Betätigen eingerastet werden kann, ermöglicht somit ein maximales Luftvolumen von ungefähr 798 Kubikmeter je Stunde bzw. Luftgeschwindigkeiten bis zu sage und schreibe 190 Kilometer pro Stunde. Was sich damit alles in der Praxis anstellen lässt, habe ich für euch einmal ausführlich getestet. Hierbei begann ich mit Laub auf verhältnismäßig kurzen und vertrockneten Gras in der ersten Leistungsstufe, was wie man erkennen kann für das Akkugebläse keine wirkliche Herausforderung war, jedoch die kleinen Ahornblüten unbeeindruckt liegen ließ.
Um diese anschließend aus dem teils verfilzten Gras wieder herauszubekommen, war es nötig, das Akkugebläse auf ca. Stufe 3 bis 4 zu erhöhen, wodurch dieses Problem ebenfalls beseitigt war. In der 6. und zwar der höchsten verfügbaren Leistungsstufe hatte der Laubbläser hingegen so viel Power, dass die komplette Fläche innerhalb von wenigen Sekunden frei von Laub und Ähnlichem war. Eine weitere Schwierigkeit waren hierbei heruntergefallene Eicheln, welche lediglich in Stufe 6 und in nicht allzu hohem Gras bewegt werden konnten, was jedoch, wie man erkennen kann, das Akkugebläse nahezu problemlos meisterte, wobei die Lärmbelästigung sich verhältnismäßig in Grenzen hielt. Letzten Endes testete ich das Laubgebläse nochmals in etwas höherem Gras, ebenfalls in der 6. Leistungsstufe, was wie soll man sagen, dies wenig beeindruckte. Dementsprechend würde ich sagen, dass das Makita Akkugebläse DUB362 definitiv ein extrem leistungsstarkes und kompaktes Gerät ist, welches sich sowohl für versiegelte Rasen, Moos oder ähnliche mittlere bis große Flächen eignet und nahezu keine Wünsche offen lässt. Somit war's das dann auch schon wieder mit diesem Review. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lass doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten vielen Dank an alle, die den Kanal am Laufen halten, indem sie über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.